Tracked auf iOS nutzen? Geht das? Kurze Antwort: ja. Willkommen zu einem kurzen How-To-Clip genau zu diesem Thema. Hier ist der René von Tracked und ich zeige euch, was ihr dafür einstellen müsst. Schauen wir es uns an. Leider fehlen dem Safari-Browser noch ein paar moderne Web-APIs und man muss händisch ein paar Sachen einstellen, bevor man ein iOS-Gerät mit Tracked nutzen kann. Wir müssen die automatische Bildschirmsperre deaktivieren, Berechtigungen für Tracked zulassen, für Safari noch experimentelle Funktionen einschalten und am besten die Anwendung installieren. Gehen wir es Schritt für Schritt durch. Derzeit unterstützt Safari die Weglog API nicht. Mit dieser API kann man verhindern, dass die Bildschirmsperre angeht. Eine nützliche Funktion für so manche Web-App, leider auf Safari noch nicht verfügbar, sodass wir die Sperre manuell deaktivieren müssen. Geht dazu in die Einstellungen, Anzeige und Helligkeit, automatische Sperre und hier auf Nie setzen. Standardmäßig bittet Safari um Erlaubnis, bevor eine Web-App auf Funktionen wie Kamera, Mikrofon oder die Geräteausrichtung zugreifen kann. Im Moment gibt es nur eine Möglichkeit für eine installierte Web-App, diese sich ständig wiederholenden Fragen zu unterbinden, sobald ihr die Erlaubnis einmal erteilt habt. Geht dazu unter Einstellungen, Safari, Abschnitt Einstellungen für Webseiten, auf Kamera und erlaubt den Zugriff. 1 zurück und dasselbe für Mikrofon. Leider ist die API für die Geräteausrichtung nicht so konfigurierbar und ihr müsst den Zugriff jedes Mal händisch erlauben. Der Tracked Motion Sensor nutzt diese API, um zu erkennen, ob das Gerät stillsteht, bevor er mit einer Bewegungserkennung startet. Tracked ist eine moderne Anwendung und nutzt neueste APIs. Bei Safari müsst ihr experimentelle Funktionen erst manuell aktivieren, bevor Tracked diese nutzen kann. Dazu wieder unter Einstellungen, Safari, Erweitert, experimentelle Funktionen wählen und die folgenden 3 Funktionen aktivieren. Image Bitmap für die Bildbearbeitung sowie Lazy Image Loading für das Nachladen der Bilder beim Scrolling und dann noch der Media Recorder, welche Videoclips aufzeichnen kann. Für das beste Benutzererlebnis empfehle ich euch, die Anwendung zu installieren. Dazu in Safari auf die Schaltfläche Teilen in der Symbolleiste des Browsers klicken und dann zum Homebildschirm hinzufügen wählen, um die App zu installieren. Beansprucht eine Webanwendung unter Safari zu viel Speicher, wird sie einfach neu gestartet. Da Safari noch ein paar Speicherprobleme mit neuen Web-APIs zu haben scheint, verhindert dies eine kontinuierliche Überwachung auf Geräten mit weniger RAM. Falls ihr in das Problem reinlauft, könnt ihr dem entgegenwirken, indem ihr die Anwendung von Zeit zu Zeit selbst neu startet. Dazu gibt es in Tracked das Feature App Neustart. Ihr findet es im Einstellungsbereich im Abschnitt App Neustart. Hier könnt ihr über den Slider ein Intervall angeben. Falls ihr 0 angebt, ist die Funktion ausgeschaltet und ab einer Stunde wird sie automatisch angeschaltet. Optional könnt ihr noch bei jedem Fehler die App neu starten lassen. Mit so getroffenen Einstellungen könnt ihr auch iOS-Geräte mit Safari für Langzeitüberwachungen nutzen. Und das war's auch schon wieder. Falls ihr den Clip hilfreich fandet, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da und wenn ihr keine weiteren Clips verpassen wollt, abonniert den Kanal. Nutzt die Kommentare für Feedback und ansonsten keep tracking.